Ich glaube, das könnte länger dauern. Sie kommt, wenn sie Lust hat. Was ist das? Das ist ein 87er VW T3 Synchro Caravelle C. Another day to live another fairy tale. Ich hab's euch letzte Woche versprochen. Heute gibt's den krassen Szenenwechsel. Herzlich willkommen in der Wüste. Aber wir sind noch nicht so richtig in der Wüste. Das ist hier noch so ein Vorläufer, wobei es schon sehr sandig ist. Aber diese Woche geht's in die Sahara. Wir sind hier am Gara Médois, spricht man das glaube ich aus. Das ist eine riesige Felsformation und das bildet so eine Art Krater. Und das ist eine richtig coole Kulisse, aber das dachten uns nicht nur wir, sondern hier wurden auch schon einige Filme gedreht. Das ist durch den Film Mumie bekannt, die Mumie, habe ich nicht gesehen, sorry, bekannt geworden. Aber vor allem wurde hier auch Spectre gedreht, also der vorletzte James Bond Film. Und das finde ich ziemlich nice. Wir sind ja gerne auf der Spur von irgendwelchen Filmkulissen. Das ist ja unser Ding. Und weil das so eine tolle Filmkulisse ist natürlich genau an dem Tag, an dem wir hier sind, auch wieder eine Produktion hier. Hier wird irgendein französischer Film gedreht. Hä? Das ist ein Boot in der Wüste. Ich würde echt gerne wissen, was die hier filmen. Ich hatte es irgendein Trash-Film. Voll gemein. Ja, mal fragen. Okay. Aber jetzt sind wir Melly und ich haben ja beide mal am Set gearbeitet. Und immer wenn man irgendwo in der Stadt dreht und irgendwelche Passanten vorbeikommen, dann kommt immer so, na, was dreht ihr denn hier? Braucht ihr noch Komparsen? Das ist immer so der Standardspruch und das nervt. Und jetzt sind wir diejenigen, die so ankommen. Ja, hier geht's nicht weiter. Hier wird gefilmt. Dieses ganze Gebilde hier ist ja, wie gesagt, wie so ein Krater, also eine kreisrunde Mauer. Und vorne wurde diese Öffnung, da ist dann so eine kleine Öffnung, die wurde mit einer Mauer dann noch weiter verengt. Und man geht davon aus, dass das hier wohl mal eine Festung gewesen ist, um hier die Handelsstädte und die Handelswege zu schützen. Und wir haben auch irgendwo gelesen, dass hier wohl irgendwann mal von den Portugiesen die Sklaven gefangen gehalten wurden, die aus dem Süden Afrikas Richtung Europa transportiert wurden. Und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Krass. Wow. Hört man hier einfach gucken kann. Das ist so einer der Momente, wo ich mich ein bisschen ärgere, dass wir unsere Drohne nicht haben. Ja. Es ist ja nicht erlaubt, eine Drohne nach Marokko einzuführen, geschweige denn sie hier zu benutzen. Und obwohl es immer mal wieder Leute gibt, die es trotzdem machen und sie trotzdem nutzen, wollten wir das nicht, weil es ist nicht einfach verboten aus Naturschutzgründen oder so, sondern anscheinend aus Spionagegründen, also aus Angst vor Spionage. Und das wollten wir nicht riskieren. Deswegen. Seht ihr jetzt leider nicht alles von oben, sondern nur so aus der gleichen Perspektive, wie wir die Sachen sehen. Das ist schon richtig beeindruckend. Hier, soweit man sehen kann, ist einfach nichts.
Hier sind immer mal wieder so ein paar Autos so um einen rum, weil das hier, glaube ich, auch eine beliebtes Ziel ist für so Rallyes und für so Offroad-Touren. Aber ansonsten ist hier einfach nichts. Gesundheit. Man kann da hinten in der Ferne eine Stadt erahnen, aber ansonsten ist hier alles flach, kein Wasser, keine richtige Vegetation, nichts. Das kann man sich schon gar nicht so vorstellen, wenn man aus Europa kommt. Oh, geil. Cheers. Das war schon unsere zweite James Bond Location jetzt. Wer erinnert sich, was Genau. die erste war? Wir Ratet mal in nicht. den Kommentaren. Ist gar nicht so lange her. Es war dieses Jahr. Stimmt. Schon ganz schön frisch hier morgens, wenn die Sonne noch nicht da ist oder gerade erst am Aufgehen ist. Ich glaube, wir haben so um die 5 Grad, aber gegen Mittag wird es dann so 22, 23 Grad, was mega angenehm ist. So ein Sonnenaufgang in der Wüste ist irgendwie nochmal was ganz Besonderes, weil dadurch, dass hier die Landschaft so flach um uns herum ist und so großflächig, hat man schon richtig früh so einen Schimmer am Horizont, aber dann dauert es noch irgendwie 1,5 Stunden oder mindestens eine Stunde, bis die Sonne überhaupt erst aufgeht, und dann hat man diesen riesigen Feuerball, den man da am Horizont sieht. Das sieht schon ziemlich cool aus. Und dazu dann auch noch hier dieses ganze Nichts um uns rum. Hier ist irgendwie niemand in Sichtweite und es ist total ruhig. Das ist schon eine ganz besondere Erfahrung, finde ich. Kaffee. Dankeschön. Ah. Es ist so still hier. Ja, das ist echt und so krass. ruhig. Das ist irgendwie. Ist auch nochmal was anderes, als so in den Bergen ganz alleine zu sein, weil hier. Weiß ich nicht. Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Bis auf eine Filmcrew. Na gut, bei diesen ganz weit da Versteckt. hinten. Ah. Ich bin happy. Wir wissen ja gar nicht so richtig, wo wir hinfahren, weil unser Navi nicht geht. Aber wir wollen jetzt ja heute so richtig in die Sahara, also in die Sandwüste. Und deswegen fahren wir jetzt nach Merzouga. Das ist ungefähr eine Stunde von hier, aber unser Internet funktioniert gerade nicht. Wir haben verpeilt, uns die Offline-Karte runterzuladen. Richtig top vorbereitet. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal diese Straße entlang und hoffen, dass irgendwann ein Schild kommt. Also mal gucken, ob wir ankommen. I don't wanna wait, got this money on my brain, and it's nothing I can tame like an animal. Rechts. Nach Merzouga geht's rechts. Foot above the brakes, you can see it in my face, cause I got a little taste like an animal. Wir sind hier an so einem kleinen Ort vorbeigekommen und hier gibt es überall so Gemüsestände, wo man recht günstig einkaufen kann, und das nutzen wir jetzt mal. Wir haben nämlich fast nichts mehr. Also wir haben jetzt ganz viel Obst und Gemüse gekauft für 10 €. Aber das sind, glaube ich, irgendwie 6 Kilo insgesamt. Da ist alles dabei. Da ist sogar ein Kilo Avocado dabei. Dann waren wir noch in einem anderen Shop. Da gab es so alles Mögliche. Da haben wir zum Beispiel Klopapier gekauft und Nudeln und Reisnudeln und Couscous und Pringles. Die haben halt einfach 2,50 € gekostet. Aber egal. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall mega cool. Ich habe auch voll Lust, jetzt halt viel frisch zu kaufen und frisch zu essen. Weil es halt einfach auch viel bezahlbarer ist als in Europa. Ja. That's true. Erdnuss? Ja. Geil. Und irgendwie ist es bei sowas schwer abzuschätzen, ob wir jetzt hier einen Touri-Preis zahlen oder den normalen Preis.
Aber ich finde, Das für ist immer noch günstig. 10 Euro für irgendwie 5-6 Kilo Gemüse, da kann man es nicht beschweren. Das stimmt. Das ist die Sahara. Und hier auch. Schaut mal! Voll krass. Richtige amtliche Sanddünen. Das ist richtig krass. Ich glaube, jetzt geht's hier rein. Da wird sandig. Ich bin noch nie im Sand gefahren. Also, wie mache ich das jetzt? Dann wollen wir weiterfahren. Sonst stopp. Ist er geschwommen? Ja. Das ist ja auch Sand hier. Das ist genau das, warum ich dieses Fahrzeug liebe. Mit dem Sprinter würden wir hier nicht wieder rauskommen. Wir wären gar nicht erst reingekommen. Ja. Papa! Nice. Herzlich willkommen im The Film People Sahara Camp. Tada! Nice. Jetzt noch eine Cola. Ja, jetzt gibt's Mandarinen. Mandarins. Nice. Ah, das ist schön. Ich habe schon viel von dieser Welt gesehen und viele unglaublich schöne, atemberaubende Orte gesehen. Aber ich muss sagen, jetzt hier in der Sahara zu sein, in dieser riesigen Sandwüste, das haut mich gerade richtig um. Ich finde es so krass, es ist so unglaublich irgendwie. Sobald das Auge reicht, es ist überall nur Sand und Dünen und Sand und ein paar kleine Bäumchen. Und ich finde das so krass. Es ist so schön. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich das beschreiben soll. Ich bin super froh und sehr dankbar, dass wir überhaupt hier sein können, dass wir dieses große Privileg haben, so viel zu reisen und auch diese besondere Reise jetzt anzutreten. Und ich bin einfach total happy, dass ich das hier erleben darf und dass ich das hier sehen darf. Und ich wünsche euch, dass ihr es vielleicht auch irgendwann mal sehen könnt oder dass ihr zumindest jetzt in unseren Videos ein bisschen mitgenommen werdet und die schönen Seiten dieser Welt euch anschauen könnt. Es ist einfach unglaublich. Ein Tag. Das ist so ein perfekter Tag. Ja, so Bilder. Ja. Wir sitzen einfach hier mit unserem eigenen Auto in der Sahara und grillen auf dem Feuer. Was will man mehr? Ja. Sieht gut aus. Nice. Erste Mal, dass wir unseren Frontrunner Grill nutzen können. Guten Morgen aus der Sahara. Wir sind ein Stückchen in die Dünen reingelaufen und haben diesen wunderschönen Sonnenaufgang angeschaut. Und so langsam wird es hier recht voll. Also das ist natürlich jetzt übertrieben, aber hier ist schon einiges los dafür, dass es eine Wüste ist. Hier sind ganz viele Kameltouren, die jetzt langsam zum Sonnenaufgang starten. Wir haben schon Pferde gesehen und ich wette, die Quads lassen auch nicht mehr lange auf sich warten. Und ja, wir sitzen hier einfach und schauen uns das ganze Spektakel an. Ich habe übrigens richtig gut geschlafen. Und du? Das ist richtig krass ruhig. Ja. Ja, richtig, richtig schön. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Jackery fürs Sponsoren dieses Videos.
Wie ihr sicher mitbekommen habt, haben wir den Jackery Explorer 500 schon seit fast zu Beginn unserer Reise mit an Bord und möchten ihn nicht mehr missen. Auch wenn die Tage im Winter kürzer werden und das Wetter nicht immer mitspielt, müssen wir uns dank des Jackery keine Sorgen um unsere Stromversorgung machen. Videos zu schneiden kostet Zeit und vor allem auch Strom. Es gab schon die ein oder andere Situation, dass wir Samstagabends in unserem Bus saßen und an dem Video gearbeitet haben und unsere Bordbatterie langsam immer leerer wurde. Dank unseres Jackerys konnten wir die Videos trotzdem fertigstellen und mussten dabei nicht im Dunkeln sitzen. Wir hatten schon lange keinen Jackery-Rabattcode mehr für euch und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich euch heute von der großen Rabattaktion zum Black Friday und Cyber Monday erzählen kann. Noch bis zum 28. November könnt ihr bis zu 30% auf die Produkte von Jackery sparen. Wir haben euch die Shops unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut da mal vorbei. Falls ihr schon immer drüber nachgedacht habt, euch einen Jackery anzuschaffen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben jetzt den Nachmittag ganz gemütlich in unserem Camp verbracht und haben noch ein paar neue Leute kennengelernt. Und jetzt haben wir uns ins Auto geschwungen und wollen mal testen, was dieses Baby so drauf hat. Wir konnten unser Auto ja noch nie so richtig im Sand testen. Bis jetzt hatten wir immer nur Schlamm oder auch mal Steine. Und jetzt sind wir hier einfach im perfekten Sandkasten für Offroad-Fahrzeuge. Okay, dann muss ich jetzt mich aber kurz nochmal sammeln, bevor wir da jetzt reinfahren. Und das Ding ist ja, ich darf jetzt nicht bremsen. Oder? Oh. Ups. Eingebottet. Ich glaube, da müssen wir mit den Blechen ran. Ich habe uns übrigens in die Situation reingeritten. Okay, made it. Hui. Wir haben ja AT-Reifen und das Gute an diesen Reifen ist, man kann die bis auf, ja, man kann die bis auf 1 Bar Luft ablassen. Das heißt, die können echt richtig platt sein und das sollte auf jeden Fall deutlich helfen. Okay, hier kommt die nächste Sandverwehung. Und. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann nochmal hier durchs Sandtal. It's time, they don't pay us no mind until we applying the pressure, cause we destined to shine. And I have arrived, I flew through the sky like Pegasus. Direkt. Wir haben es geschafft. Ja. Mit Hilfe. Mal Luft abgelassen. Ja, nicht denken daran, siehst du, das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem, wenn man im zweiten Gang ist. Und das zweite Mal. Okay. Nice. Check. Okay, Leute. Ihr seht, wir sind Amateure. Kriegen wir schon noch hin. Amateure in der Wüste. Wir haben heute noch 2 liebe Menschen kennengelernt, und zwar Miri und Julius. Die kommen auch aus Deutschland und standen hier eine Düne weiter. Mit denen haben wir uns vorhin ganz lange unterhalten vor unserer kleinen Wüstensandtour. Und jetzt haben wir uns zum Essen verabredet und machen nochmal ein Feuer natürlich, wie sich das so gehört in unserem Wüstencamp. Wir sind ja auch gerne zu zweit. Aber manchmal ist es schön. Es ist schon schön, mal Leute zu treffen. Weil das ist ja was bei diesem Leben, Lifestyle einfach komplett wegbricht. Diese sozialen Kontakte, die man in Person trifft. Regelmäßig, das haben wir ja nicht. Deswegen ist es immer schön, neue Leute kennenzulernen und sich auszutauschen. Und die sind zum Beispiel jetzt schon eine Weile in Marokko und konnten uns ganz viel erzählen. Das ist irgendwie cool. Wir gehen auf die Biomärkte, wir kaufen eigentlich nur. Das ist echt. Das ist schon so ein richtiger Bilderbuch-Vanlife-Moment. Kann man schon so sagen. Oder Lotta? Lotta findet es nicht so gut. Guten Morgen. Peace. Heute sind wir mal nicht aufgestanden zum Sonnenaufgang, sondern schauen den ganz gemütlich aus dem Bett. Einfach nur die Gardinen aufmachen. Das ist auch schön. Wir saßen gestern noch bis nach 11 draußen am Feuer. Am Feuer. Und ja, ich will auch noch gar nicht aufstehen. Und du? Nö.
muss ja sagen, ich dachte früher immer, dass so ein Wechselmodell, also dass man das Bett immer umbauen muss zur Sitzbank, dass es mega umständlich ist. Und deswegen haben wir auch im Sprinter das große feste Bett gehabt. Gut, da hatten wir auch den Platz. Aber ich finde es echt voll praktisch und das dauert halt echt nicht lang. Und es spart halt so viel Platz. Also auf dem kleinen Raum wird es eh nicht anders gehen. Das ist schon ganz geil. Sieht schon wild aus. Ja. Also das schaffen wir nicht mit unserem Bus. Mit einem Auto, ne. Das ist ein bisschen zu schwer für. Ja. Das ist ein richtiges Ding hier mit den Quads. Das ist so echt. Ja, hier gibt es so ein paar Touristenbeschäftigungen, Attraktionen und das sind unter anderem diese Quads, Kamele, Pferde, Motorräder, glaube ich auch. Ja. Alles, was fahren kann. Alles, was es durch die womit man Wüste schafft. Dünen kann. Das ist halt schon echt was Besonderes auch. Ich habe gestern nochmal auf der Karte geguckt. Ich dachte ja irgendwie, dass ab hier die Sahara so anfängt und eigentlich den größten Teil so aussieht. Aber tatsächlich ist das hier nur so ein Fleck. Naja, Also ein sehr, sehr großer die Fleck. Sahara ist ja mehr als die Dünen, oder? Ja, aber dieser Sandbereich, Ja. der ist nur so ein sehr großer Fleck. Wenn man auf der Karte sich das anguckt, dann sieht man das so ein bisschen eiförmig. Das geht so bis nach Algerien. Oder hauptsächlich in Algerien ist das. Wir sind ja jetzt gar nicht so weit weg. Ja, wir sind recht nah an der algerischen Grenze. Und danach kommt dann wieder Steinwüste. Wir haben jetzt den ganzen Vormittag überlegt, was wir noch machen könnten. Und dank Miri und Julius haben wir uns jetzt die Schnapsidee abgekupfert, heute Nacht in der Wüste zu übernachten. Die beiden wollen nämlich heute hier ganz weit hinten auf die Düne laufen und da die Nacht verbringen. Und irgendwie dachten wir uns, das ist voll die coole Idee und haben jetzt einfach die Idee geklaut. Wir beteiligen uns an diesem Projekt. Wir beteiligen uns an dem Projekt und jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was wir alles einpacken müssen. Ja. Ja. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ja. Yeah, I'm spicing it up, like pepper and salt. Yeah, I'm hot as the sun. I'm bringing the heat and I ain't running out. I'm here to conduct. Yeah, I hold the baton. Now I'll be in charge. I've got your attention. I'm ready to start. Viel Spaß! Tschüssi. So. Okay. Na dann. Bis morgen, Bus. Let's do this! Okay, das ist jetzt alles ziemlich ungeplant und spontan von Bühnen gegangen. Von Bühnen gegangen? Nee, sagt man nicht. Also wir haben das jetzt relativ spontan gestartet, diese Aktion. Und wissen auch nicht so ganz genau, wo wir hinwollen. Wir wandern jetzt einfach mal auf diese große Düne dazu und halten dann, wenn wir nicht mehr können oder wenn es dunkel wird. Genau. Es ist schon recht warm, aber es geht. Also ich glaube, wir haben um die 20 Grad, Sonne scheint, wir trinken viel und ist cool, ich freue mich voll, ist ein cooles Abenteuer. Weiter geht's. Also eigentlich würden wir gerne da hoch, aber ich weiß nicht, ob wir das noch Es schaffen. ist super schwer einzuschätzen, wie weit das ist. Und selbst wenn es einfache Luftlinie ist, ist die Strecke doch weiter, weil es nämlich die ganze Zeit hoch und runter geht. Das heißt, es kommt immer noch mal ein paar Meter drauf. Ja, wir schauen einfach mal. Ui. Das ist super gemacht. Das ist super gemacht. Du auch. So. Wir sind ganz schön weit gekommen. Ja. Schaut mal, da hinten fängt die Stadt an und da kommen wir quasi her. Schon ein paar Kilometer.
for the night. Ein richtig spontanes Abenteuer. Aber dieser Sonnenuntergang gerade, es hat sich dafür einfach schon so gelohnt. Es war so ein schöner Moment gerade. Ja. Hier unser Bett mitten im Sand. Und dann geht die Sonne da so unter. Das ist einfach unbeschreiblich. Schon sehr, sehr krass. Die ganze Woche denke ich mir schon so, ich kann das ganz schwer glauben, dass wir wirklich hier sind. Das ist wirklich... So surreal einfach, dieser Ort. Ja. So kein Ort, an dem ich vorher war, hat mich so krass in den Bann gezogen. Das ist einfach dieses Gefühl, hier den Blick schweifen zu lassen in diese unendliche Weite. Das ist einfach unglaublich. Ob wir uns hier wieder von trennen können. Jetzt habe ich aber Hunger. Zum Glück haben wir was mitgenommen. Ah, zum Glück haben wir Wasser mitgenommen. Das ist jetzt schon die ist jetzt leer. Jetzt haben wir nur noch die andere Flasche. 2 Liter. Ja, Lotti, du kriegst auch gleich was. So, Madame, hier ist Ihr Futter. Guten. Riesenpott. Sehr gut. Gerne. Guten. Ist ja ziemlich dunkel. Ja, was macht man, wenn es dunkel wird um 5:45? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach schon mal ins Bett, oder? Ja. Wird ja auch frisch demnächst. Ich finde, es ist halt schon so ein bisschen bizarr, wenn man sieht halt die Stadt hinter uns. Also in die Richtung ist Wüste und Sand und gar nichts, aber man sieht von hier oben dann schon, dass dieser Sand nicht unendlich, also vor allem in diese Richtung nicht unendlich weit geht. Und hier hinten sind die Illusion ganzen Lichter. zerstört. Bisschen, ja. Aber, und hier fahren die ganze Zeit noch Quads durch und so, obwohl es schon dunkel ist. Lotta, hör auf, unser Essen zu essen. Du hattest selber Abendessen. Naja, okay. Na dann. Machen wir uns mal Bett fertig. Ja. Mal sehen, wie die Nacht wird. Ob wir ein Auge zu bekommen. So, also hier ist unser Schlafgemach. Willkommen in unserem Schlafzimmer. Wir haben hier unsere Kopfkissen mit, wir haben unsere Daunendecke mit, Und alle anderen Decken, die wir unsere besitzen. Überdecke und unsere andere Kuscheldecke. Wir schlafen auf unserem Outdoor-Teppich und der Sand ist ja recht weich. Und es sollen heute Nacht, ich glaube, Tiefstemperatur sind 10 Grad. Und es kühlt halt erst über die Nacht hinweg ab. Also ich glaube, das geht schon. Entspannt. Und Lotta schläft zwischen uns und wir wärmen uns alle gegenseitig, ne? Guten Morgen! Moin! Wir haben es überlebt. Wir wurden nicht gefressen. Aber es war schon cool, aber es war Ziemlich jetzt hart. keine gemütliche Nacht. Ist schon echt kalt geworden und der Sand ist halt mega hart. Wir hatten ja nur diese dünne Decke Ja. und ja, ich habe jetzt nicht so gut geschlafen. Aber dafür hatten wir die Sterne über uns. Dafür hatten wir die Sterne über uns. Und irgendwie fühlt sich das erste Mal so an, als ob wir woanders schlafen. Also man merkt jetzt das erste Mal, dass wir wo ganz anders sind, finde ich. Beim Bus ist ja eigentlich, ob wir jetzt in Marokko oder in Deutschland sind, wenn man im Bus schläft, dann merkt man den Unterschied nicht. Das stimmt. Und es war schön hier aufzuwachen. Ja. In der kompletten Stille, die jetzt schon wieder vorbei ist. Jetzt war dann die Quatsch los, hört sich an wie auf der Autobahn. Echt. Nee, aber es war cool. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ja. Und wie fandest du es, Lotta? Sag doch auch mal was. Lotta hat am besten geschlafen von uns. Hallo. Ne, dir war gar nicht kalt. Nee, Und dir war auch nicht zu hart, ne? nee. Süßbär. So, ich glaube, das war's jetzt für uns mit der Wüste. Wir müssen mal ganz dringend zurück und Kaffee kochen. Wir haben nämlich kein Kaffee-Equipment mitgenommen, das wäre zu schwer gewesen. Und duschen. Und an dieser Stelle sagen wir auch Tschüss für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis nächste Woche. Tschüss! Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, da freuen wir uns. Ciao!
sun-kissed rose, freedom round the bend. We sing long to the birds and bees. Läuft? Ja, Was soll ich jetzt sagen? wo wir sind. Achso. Wir sind hier am, sagt man am? Beim? Im? In der Nähe des? I don't know. Weiß ich noch nicht. Bisschen History mit uns. History mit the Film People. Oh, das sieht cool aus. Nice. Läuft. Was? Was? Was soll ich sagen? Ich mach Fenster zu machen? Ja. Im Video geht es nur um dich, Lotti. Wir filmen nur dich, weil du so siehst.